Ich schaue unheimlich gerne diese Car-System-Videos, also diese kleinen Autos, wie sie auf diesen Anlagen im Fahrbetrieb rumfahren. Mir fiel allerdings bei manchen Videos etwas auf und zunächst konnte ich das gar nicht einordnen. Das war irgendwie so was Diffuses, dass da ja mit dem Realismus irgendwas nicht stimmt. Es waren die Kurven. Was also gute Kurven sind und was schlechte Kurven sind, was die Physik und die Erklärung dahinter ist und auch wie man letztendlich gute Kurven baut, das zeige ich heute. Und am Schluss des Videos gibt es noch so einen kleinen Praxis-Bautipp. Jetzt haben wir also hier mal so eine ganz normale Kurve, wie man sie sich erstmal vorstellt. Ist ein Rundbogen mit einem fixen Radius. Auto kommt daher, Auto fährt da durch, alles gut. Wir haben also hier so ein Auto, das fährt auf die Kurve zu. Da unten das Magnetband, ich habe das mal nicht verkleidet, damit man da auch was sehen kann. Also Auto kommt daher, fährt um die Kurve, war nicht anders zu erwarten. Das Problem dabei ist, dass das Ganze relativ abrupt passiert. Hier unten fängt die Kurve an und jetzt mal auf den Magnetschleifer achten. Den reißt es also auf einmal rum und die ganze Lenkbewegung ist dann natürlich sehr abrupt. Nebenbei ganz witzig, hier ist so eine Heartbeat-LED zu sehen, also auf der Platine von diesem Auto. Die Heartbeat-LED zeigt also den Betriebszustand an, beziehungsweise wenn irgendwas nicht stimmt in der Elektronik, dann kann man da anhand von irgendwelchen Blinkcodes eben Statusmeldungen ablesen. Zurück zu der Kurve. Das Auto wird also hier richtig rumgerissen. Gleiches Auto, andere Kurve. Schauen wir uns das mal an. Deutlich weniger hakelig, viel flüssiger, insgesamt weicher. Wenn man sich das in den Einzelbildern anschaut, dann sieht man also, dass der Schleifer und natürlich dann auch die Räder deutlich weniger stark bewegt werden, sondern dass alles in sehr kleinen Schritten passiert. So wird das alles also deutlich weicher im Fahrablauf. Und jetzt wollte ich das genauer wissen. Jetzt wollte ich mir das mal so ein bisschen betrachten, wo da das eigentliche Problem ist bei Kreisbögen als Kurven. Ich habe mir hier mal ein Auto gemalt. Es kommt hier nur auf die Vorderachse an, also die Lenkachse. Das Heck macht normalerweise eine Schleppkurve zum Kurveninneren hin, habe ich hier weggelassen. Auch sind die beiden Räder vom Lenkeinschlagwinkel unterschiedlich. Das kurveninnere Rad ist stärker eingeschlagen als das kurvenäußere Rad, weil es ja unterschiedliche Radien sind. Man redet hier aber vom mittleren Lenkeinschlagwinkel, der eben in der Mitte des Fahrzeugs herrscht, durch die Längsachse hier angedeutet. Was passiert jetzt, wenn das Fahrzeug auf diese Kurve drauf fährt, in die Kurve einfährt? Das ist ein fixer Kreisbogen. So, hier, Lenkrad steht gerade, alles okay. Und dann mündet das Fahrzeug in den Kreisbogen ein. Gesehen? Schlagartig dreht sich das Lenkrad von der Geradeausstellung auf die Kurvenstellung. Wir haben hier, Lenkeinschlag ist geradeaus, also 0 Grad. Ein Bild weiter ist der Lenkeinschlag auf dem Kurvenradius. Das Problem entsteht genau hier, in einem einzigen Punkt, nämlich beim Übergang von der Gerade in den Kreisbogen. Das ist keine Distanz, das ist ein einziger Punkt. Dieser Punkt ist unendlich klein, deswegen ist die Strecke, in der diese Lenkeinschlagänderung passieren muss, unendlich kurz. Das ist jetzt mathematisch wunderbar auszudrücken. Physikalisch, technisch, praktisch machbar ist das natürlich nicht. Und genau da ist unser Problem. Hier habe ich jetzt mal den Kreisbogen eingebaut. Das Kreisbogensegment an sich, wenn das Auto erstmal drauf ist, das ist kein Problem. Wenn wir im Kreisverkehr sind, halten wir das Lenkrad in einer fixen Position. Jetzt mal unterstellt, dass das ein wirklich sauberer Kreis ist mit einem fixen Radius. Und dann dreht das Auto da seine Runden, ohne dass man am Lenkrad was machen muss. Also so einen Kreisbogen zu durchfahren, das ist nicht das Problem. Nur der Übergang. Zack, 11 Grad Lenkradeinschlag und oben haben wir das gleiche Problem jetzt hier nochmal. Die Räder, das Lenkrad, sind noch auf Kreisbogen eingestellt. Die Achse, also die Längsachse des Autos, zeigt jetzt in Richtung der Geraden. An diesem Punkt weiß das Auto nicht, wird es weiter im Kreisbogen gehen oder wird es geradeaus gehen. Und genau an diesem Punkt müsste jetzt wieder in unendlich kurzer Zeit eine Änderung des Lenkeinschlagwinkels passieren, wenn das Auto geradeaus weiterfahren wollte. Kreisbogen, zack, geradeausfahrt. Aktueller Radeinschlag 0, aktueller Radeinschlag 11 Grad. Man kann sowas natürlich auch genauer berechnen. Wir haben den mittleren Radeinschlagwinkel, ist gleich der A-Cosinus des Radstandes geteilt durch Kurvenradius. Kurvenradius habe ich einfach willkürlich mal mit 20 Meter festgelegt. Der Radstand dieses Autos soll 4 Meter sein, also ein Pkw. Und dann kommen wir auf einen Radeinschlagwinkel von 11,5 Grad.
wie eben die Räder im Verhältnis zur Längsachse des Autos stehen. Hier nach links 11,5 Grad. Nehmen wir uns jetzt mal einen LKW. LKW, Radstand 6 Meter, Kurvenradius bleibt gleich, 20 Meter. Dann kommt hier raus 17,5 Grad. Das heißt, ein LKW muss für die gleiche Kurve das Lenkrad viel weiter rumreißen als ein PKW. Betrifft uns mit den kleinen Autos auf den Car-System-Anlagen also voll, weil wir da zumindest momentan überwiegend LKWs und andere größere Fahrzeuge haben mit eben einem längeren Radstand. Schlägt also bei uns voll ins Kontor. Auf so einer Straße kann es also nicht sein oder sollte es nicht sein, dass eine Gerade direkt in einen Kreisbogen überführt wird. Das habe ich dann so langsam verstanden und habe noch so ein bisschen weiter recherchiert. Dann kam ich auf den Übergangsbogen, das ist ein sogenanntes Trassierungselement. Sinn und Zweck eines solchen Übergangsbogen ist es, genau diesen Übergang zwischen einer Geraden und einem Kreisbogensegment möglichst sanft zu gestalten, und zwar durch eine allmähliche Änderung des Lenkwinkels. Nicht mehr ruckartig in einem Punkt, sondern sanft zunehmend über eine gewisse Distanz. Das ist hier schematisch auch sehr schön dargestellt. Wir haben also hier in Blau die Gerade, in Grün unseren Kreisbogen und dann als Übergangsbogen in Rot eben diese Linie. Man sieht, dass die sich zuzieht und sich immer mehr dem Kreis angleicht. Dabei wird der Radius immer enger und das eben allmählich. Und das macht jetzt eben den letztendlichen Unterschied aus zwischen Kurven aus Kreisbögen und Kurven mit Übergangsbögen. Ich habe hier nochmal so ein paar Dinge zusammengestellt. Links jeweils der normale Kreisbogen und rechts ein Übergangsbogen. Und man sieht eben jedes Mal, dass das linke Auto so ein bisschen rumgerissen wird und das rechte Auto fährt sanft in seine Kurve rein. Je schneller das Auto dabei in so einen Kreisbogen einmündet, umso deutlicher wird dann auch dieser Effekt dieses abrupten Abbiegens. Ist auch wieder physikalisch zu erklären. Wenn ein Auto langsamer über die Kurve fährt, dann haben wir trotzdem noch diesen einen Punkt. In der unendlich kurzen Zeit muss die Lenkung umgeschlagen werden in den Kreisbogen. Wenn ich die Geschwindigkeit noch weiter absenke, auf Stillstand, dann habe ich diese unendliche Zeit. Im Stand kann ich meine Räder drehen, wie ich möchte. Es wird nie unnatürlich aussehen, weil sich ja eben keine Vorwärtsbewegung daran knüpft. Wenn ich das Auto also langsam drüber fahren lasse, dann bleibt das Problem des abrupten Lenkumschlagens zwar bestehen, physikalisch betrachtet, aber optisch fällt es dann nicht mehr auf. Es macht übrigens auch keinen Unterschied, ob das jetzt eine 90-Grad-Kurve ist oder eine stärkere Kurve oder auch eine schwächere Kurve. Wenn ich jetzt hier mal sowas hier einzeichne, soll natürlich eine Straße sein. Straße kommt von hier unten an, mündet hier in den Kreisbogen ein, fährt auf dem Kreisbogensegment ein gewisses Stück entlang, geht hier in einer anderen Richtung wieder weiter. Also keine 90-Grad-Kurve, einfach eine Landstraße, die halt irgendwie im Gelände verschlungen rumliegt. Das Problem bleibt aber bestehen. Wir münden hier in den Kreisbogen ein. Und ganz egal, wie weit das Auto jetzt auf dem Kreisbogen fährt, der Radius auf dem Kreisbogen ist immer der gleiche. Der Lenkanschlag bleibt immer der gleiche. Es bleibt also auch hier bei unserem Lenkanschlag von 11 Grad. Ob da jetzt eine 90-Grad-Kurve folgt oder nur eine 5-Grad-Kurve, das ist vollkommen egal. Genauso hier beim Austritt. So. In diesem Punkt das gleiche Problem wieder. Kreisbogen konstant, Lenkhaltung konstant. Austritt aus dem Kreisbogen, eine Gerade, Lenkrad von so nach so, ruckartig. Und das ist übrigens auch der Grund, warum die Autos so gerne entgleisen, also die Spur verlieren beim Kurveneintritt oder beim Kurvenausfahren. Das können wir uns auch hier nochmal an der Grafik anschauen. Das Auto kommt also hier in einer Geradeausfahrt daher und aufgrund der Massenträgheit möchte es eigentlich geradeaus weiterfahren, wird aber an diesem Punkt gezwungen, ruckartig die Richtung zu ändern. Und das ist also der Grund, warum am Kurveneingang die Autos dann gerne mal geradeaus weiterfahren, weil sie eben diesen scharfen Knick aus Sicht des Autos so nicht hinbekommen. Beim Kurvenausgang ist das ein bisschen weniger dramatisch, denn das Auto bildet mit seiner Längsachse ja immer eine Tangente zu dem jeweiligen Punkt auf dem Kreisbogen, auf dem es sich gerade befindet. Und am Kurvenausgang steht die Tangente eben so oder so schon auf Geradeausfahrt.
Wenn also jetzt hier die Lenkung ruckartig umgestellt wird, dann kommt das dem Auto nur entgegen, weil es ja eh geradeaus weiter möchte. Nichtsdestotrotz, Lenkung ruckartig umreißen, wir haben gesehen, ist nicht so das Wahre. Dieses Verhalten ist beim Übergangsbogen merklich reduziert, weil ja beim Eintritt in den Übergangsbogen der Lenkwinkel nur minimal geändert wird. Es finden also auch nur minimale Lastwechsel statt und diese schwachen Lastwechsel, die werden durch die Magnetführung und die Seitenführungskräfte der Räder natürlich gut aufgefangen und somit haben wir also einen deutlich sichereren Fahrbetrieb im Sinne von Autos entgleisen nicht mehr so häufig, wenn man diese Übergangsbögen verwendet. Jetzt schauen wir uns mal diese Kurve mit Übergangsbögen nochmal mit diesen Daten, Radius und Lenkeinschlag genauer an. Das Auto kommt hier also in der gerade Ausfahrt daher, Lenkradeinstellung 0 Grad. Jetzt mündet es in die Kurve ein. Der Kurvenradius ist riesig, der Lenkeinschlag ist dafür minimal. Genau diese Änderung des Lenkeinschlages, die ist jetzt hier eben so sanft und kaum noch merklich. Der Kurvenradius ist riesig, weil das Auto jetzt eben einen großen Kreis beschreiben würde. Jetzt zieht sich diese Kurve aber stetig zu, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Lenkeinschlag wird immer stärker und der Kurvenradius wird immer enger. Das Ganze geht dann bis zum Scheitelpunkt der Kurve, der ist dann in etwa hier in dieser Zeichnung. Da ist der Lenkeinschlag am größten und der Radius am engsten. Danach macht die Kurve wieder auf und das sieht dann eben so aus. Der Lenkwinkel, der Einschlag wird wieder immer weniger, der Kurvenradius wird immer größer, bis er irgendwann wieder unendlich groß wird, denn mathematisch betrachtet ist auch eine Gerade nur ein unendlich großer Kreis. An dieser Grafik kann man sehr gut sehen, dass so eine Kurve sich eigentlich aus zwei von diesen Übergangsbögen zusammensetzt, nämlich einmal die einführende Trasse bis zum Scheitelpunkt und einmal die abgehende Trasse. Man kann auch sehen, dass das Ganze gar nicht symmetrisch sein muss, die können also durchaus unterschiedlich ausgestaltet sein. Wichtig ist jeweils nur, dass sie eben als Tangenten in den Kreis einmünden, also das Kreisbogensegment, das man hier hat, und eben wieder abgehen als Tangente zum Kreisbogensegment, damit das Ganze eben eine flüssig durchfahrene Kurve ergibt. Wie bauen wir uns jetzt so eine Kurve aus zwei Übergangsbögen? Denn es sind immer zwei. Einer, der reingeht bis zum Kurvenscheitel, bis zum Apex, da ist der Kurvenradius der engste. Und dann einen, der daran anschließt und wieder rausgeht. Da wird es also wieder weiter. Es sind also immer zwei Abschnitte. Die müssen auch nicht identisch sein, die können auch unterschiedlich sein. Wichtig ist nur, dass man jeweils an die Tangenten denkt, dass die also wirklich nahtlos ineinander übergehen. Das hier ist ja der normale Bogen, so wie man sich eigentlich eine Kurve vorstellt. Ich habe mir hier ein paar Schablonen gemacht und ausgeschnitten. Diese Bögen habe ich mir dann jeweils aus dem Ausgeschnittenen draufgemalt. Hier kann man also gut erkennen, das wäre also aus dem kleinen Kreis der Kurvenradius. So ergibt sich also hier dieses Magnetband. Analog dazu kann man erkennen, wenn ich hier mit meinem Kreis entlang rolle, dann rollt der ganz gut. Und hier schnappt er ein. Na, wenn die Pappe nicht gerade hoch steht, rollt also hier entlang und hier schnappt er ein. Das ist genau der Punkt, eben der Kurvenscheitel. Hier ist der tatsächliche Radius dieses Kreisbogens. Und hier sieht man, wie jeweils das Magnetband eben wieder aufmacht und sich weiter entfernt. Das heißt, hier rollt mein Kreis, hier schnappt er kurz ein und dann rollt er wieder. Wie macht man das jetzt? Man sieht hier eine Menge Linie. Ich mache jetzt hier mal genau das gleiche mit der Kurve, basierend auf diesem engen Kreisbogen, wie er hier auch ist. Der soll jetzt auch hier oben, nur eben mit Übergangsbogen hin. Dazu müssen wir ein bisschen zeichnen. Zunächst mal brauchen wir die Fortführung der Straßengeraden. Also hier kommen ja die beiden Straßen entlang und hier soll es irgendwie um die Kurve gehen. Dazu muss ich die erstmal verlängern, die Straßen, bis sie sich hinten kreuzen. Jetzt habe ich hier also schon mal meinen Kreuzungspunkt. Das hier ist jetzt die Winkelhalbierende. Letztendlich machen wir hier eine Kurve um 90 Grad und das hier ist eine 45 Grad Winkelhalbierende. Das müssen nicht 45 Grad sein. Wenn meine Kurve beispielsweise so ist und ich setze meine Winkelhalbierende in der Mitte an, dann sind das ja mehr als 45 Grad. Aber es bleibt erstmal die Winkelhalbierende. Aber auch das muss nicht so sein. Ich kann ja auch eine unsymmetrische Kurve bauen, die eben am Ausgang flacher ist als beispielsweise am Eingang. Das bleibt ganz mir überlassen. Sache ist allerdings die, wenn ich an einer Seite den Bogen wieder enger mache, dann habe ich halt wieder einen etwas schärferen Übergang. Ich schaffe mir also möglicherweise wieder so eine Problemstelle, die ich gar nicht haben müsste, wenn ich meine Kurve einfach symmetrisch anlege.
Und jetzt muss man sich einfach entscheiden, wie viel Platz, wie viel Raum man dieser Kurve geben möchte. Ich nehme jetzt mal hier exemplarisch 2 Zentimeter. Aus welchem Grund mache ich das? Weil es mir einfach zu kompliziert ist, jetzt durch diese Schablone genau in der Mitte ein Loch zu finden, um mir dann auf diesem Strich entlang diese Schablone zu ziehen. Deswegen habe ich mir jetzt hier diese beiden Strichlein gemacht. Hier lege ich jetzt meine Schablone nämlich einfach nur an, bis ich auch hier wieder Tangenten habe. Jetzt male ich aber natürlich nicht diesen Kreisbogen, denn ich will ja gar nicht den Viertelkreis haben, sondern ich mache mir hier einen kleinen Bereich. Und der ist jetzt auch nur Pi mal Daumen. Hier. Einfach frei Schnauze, frei Hand. Wie viel ist eigentlich letztendlich auch egal. Ich brauche quasi nur eine Hilfslinie, wo ich jetzt meine nächste Aktion mache. Im Prinzip kann man das jetzt auch schon mit der Hand machen. Man hat ja hier seinen Punkt. Da soll also auf jeden Fall die Straße durchführen. Und jetzt geht man eben hier raus, entlang an dieser Linie, verlässt diese Linie und nähert sich dann immer flacher der Geraden an, bis man eben irgendwann auf dieser Geraden drauf ist. Weil ich das von Hand nicht so gut drauf habe, nehme ich also jetzt sowas hier, Kurvenlineal oder Kurvenschablone. Bei manchen wird es jetzt ein bisschen klingeln, die kennen sowas nämlich aus ganz alten Tagen, technisches Zeichnen. Wenn man also so einen Körper hat, dann ist das in der Draufsicht ein ganz normaler Kreis, beziehungsweise ein Kreissegment, das man mit dem Zirkel machen kann. Alle diese Kreissegmente oder Kreise werden aber in der perspektivischen Ansicht zu Ellipsen. Und diese Ellipsen kann man aber mit dem Zirkel nicht zeichnen. Das heißt, man nimmt sich dann hier seine Schablone, sucht sich raus, Anfang, Endpunkt meiner Ellipse und dann muss man eben so lange rumprobieren, bis man da ein Kreisbogensegment findet, das da eben relativ gut passt. Daraus baue ich jetzt meine Übergangsbögen. Dabei dann auch wieder darauf achten, dass in diesem Punkt wir möglichst tangential entlanglaufen. Das hier wäre also jetzt unsere Tangente. Und da muss ich jetzt eben schauen, dass ich hier möglichst tangential rankomme und gleichzeitig hier möglichst flach in meine Gerade übergehe, sodass sich dieser Bogen hier zuzieht, bis er ab hier symmetrisch wieder rausgehen kann. Jetzt versuche ich mal das so zu malen. So, und markiere mir hier auf dem Lineal auch gleich, wo jetzt hier mein Scheitelpunkt ist. Den kann ich nämlich vielleicht auch gleich übernehmen. Als zusätzliche Hilfe kann ich mir hier auch einen Strich machen. Erstmal, das ist also der Bogen jetzt bis hierhin. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir möglichst gleichmäßig hier wieder rauskommen. Damit ich meinen zweiten Übergangsbogen möglichst symmetrisch zu dem ersten hinbekomme, messe ich mir erstmal ab, wie weit dieser Punkt von dem Kreuzungspunkt entfernt ist. Da haben wir also hier in etwa 23,5 und die lege ich mir jetzt auch erstmal wieder da unten an. 23,5. Das wäre also auch hier auf dieser Gerade mein Wiedereintrittspunkt. Hier in dem Punkt muss ich sowieso starten und damit ich jetzt eben möglichst den gleichen Bogen wieder verwende, habe ich es mir hier eben angemalt, das Lineal einmal drehen, hier wieder ansetzen und da unten ansetzen. Und dann natürlich wieder möglichst in einem Zug hier durchmalen. Und schon haben wir hier unseren relativ guten Übergangsbogen, beziehungsweise 2 Übergangsbögen. Das ist also jetzt die tatsächliche Trasse, auf der das Magnetband verlegt werden soll. Ich werde das jetzt eben von Hand machen. Auf einer richtigen Anlage würde ich mir so ein Bogensegment auf ein Pappstück übertragen oder Sperrholz oder wie auch immer. Jedenfalls etwas, woran ich mein Magnetband tatsächlich entlangführen kann. Dann wird es nämlich richtig perfekt. Und ich achte natürlich auch darauf, dass mein Magnetband nicht ausgerechnet im Kurvenbereich, speziell da mit dem engsten Radius, dass nicht da mein Magnetband aufhört und ich neu ansetzen muss, sondern dass mein Magnetband möglichst durch die ganze Kurve durchgeht. Einen Nachteil haben diese Übergangsbögen natürlich, sie nehmen etwas mehr Raum ein. Wenn man also jetzt hier nochmal diesen Kreisbogen anlegt oder diesen Kreis anlegt,
Der hat einen Durchmesser von 28 cm, Radius 14 cm, das heißt der Kurvenmittelpunkt ist 14 cm von dieser Begrenzung bzw. der zuführenden Straße entfernt. Hier sieht das ganz anders aus. Hier haben wir nämlich 28 cm. Soweit reicht mein Geodreieck gar nicht. 20 cm, 28 cm. Die Kurve beginnt also deutlich früher im Anlagenbereich als eben diese Kurve. Das heißt, man muss schon im Bereich der Kurve, gerade da, wo es eben innen ist, im Kurvenscheitel, muss man etwas weiter reingehen in die Anlage. Man verliert etwas Platz dadurch. Das wird jetzt wieder für den Vergleich eine Kurve mit einem festen Radius, eben im Vergleich zu dieser Kurve. Dann wollen wir mal ein Auto draufsetzen und einfach mal den ersten Test fahren lassen. Hier jetzt noch dieser kleine Bastel-Zusatztipp. Es geht da um das Verkleben, das Verlegen dieser Magnetbänder mit so einem Selbstklebestreifen. Wenn man also so ein Magnetband freihand verklebt, dann kann es also recht schnell passieren, dass man da so einen Knick und eine Rundung reinbaut, die man da gar nicht haben will, weil man ja eigentlich eine Gerade haben möchte. Und da kann man jetzt mit dem Geodreieck so sanft dagegen stoßen. Also erstmal sieht man hier spitze, wo jetzt die Rundung ist, wo es also keine Gerade ist. Und dann kann man hier mit dem Geodreieck so ein bisschen dagegen drücken, mit etwas Gefühl. Und nach richtet sich dann dieses Magnetband eben aus, sodass es dann wieder gerade ist. Das klappt also wunderbar, natürlich auch von beiden Seiten. Danach natürlich nochmal gut festkleben, denn es war ja schon mal festgeklebt. Das heißt, der Kleber wird dadurch natürlich nicht besser, wenn man das jetzt noch ein bisschen verschiebt und ausrichtet. Für Geraden klappt das also schon mal wunderbar. Genauso gut funktioniert das auch innerhalb von Kurven. Ich habe jetzt hier mal so eine Delle übertrieben reingemacht. Von innen kann ich natürlich mit dem Geodreieck nicht rangehen. Genauso übertrieben, wie es jetzt nach innen ist, schiebe ich mir jetzt aber die Delle erstmal nach außen. Ja. Und jetzt kann ich mit dem Geodreieck von außen dran gehen und einfach der Rundung entsprechend, die die Kurve schon hat, hier wieder nach innen drücken. Und das in einem schönen, gleichmäßigen Verfahren, so dass ich also letztendlich wieder einen ordentlichen, rundlichen Bogen hinbekomme. Danach natürlich auch wieder fest andrücken und auch mit dem Übergangsbogen vergleichen, dass das also wieder die richtige Rundung hat in diesem Bereich. So viel also zum Quick-and-Dirty Aufbau von solchen Kurven aus Übergangsbögen. Für echte Anlagen, für den Praxiseinsatz, würde ich das nicht unbedingt empfehlen, denn zumindest ich habe mir da kleinere Ungenauigkeiten erlaubt. Das Auto schwänzelt dann da so ein bisschen und je schneller das Auto da drüber fährt, umso mehr fällt dieser Effekt also auf. Das möchten wir nicht haben, wir möchten schöne Kurven. Deswegen meine Empfehlung, Grafikprogramm nehmen, als grafisches Element eine Spirale nehmen. Eine Spirale zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie im Radius immer enger wird. Also genau das, was der Übergangsbogen ja auch macht. Aus dieser Spirale einen Abschnitt nehmen, ein Segment nehmen, das auf die Anlage oder in die Planung der Anlage reinpasst und dann ordentlich maßstabsgetreu ausdrucken und dann ordentlich aufbauen, sodass man dann richtige schöne Kurven bekommt. Im Zuge der Filmerei hier, als ich diese Aufnahmen gemacht habe, habe ich noch einen interessanten Effekt festgestellt. Und zwar, dass dieses Auto, das auf dem fixen Kreisbogen mit dem festen Radius gefahren ist, immer ein bisschen schwieriger zu filmen war, als das Auto auf dem Übergangsbogen. Eigentlich ganz logisch. Dieses Auto biegt abrupt oder fährt abrupt auf diesen Kreisbogen auf und hat sofort eine echt brutale Richtungsänderung bzw. einen starken Versatz. Das heißt, hier ist die Aufnahme immer unschärfer als beim Übergangsbogen, wo ja das Auto eben nur sanft reingeleitet wird und nur in einem kurzen Bereich oder auch nur in einem Punkt diesen schärfsten Radius überhaupt hat. Das konnte die Kamera also deutlich besser einfangen, dieses Auto, als eben dieses Auto. Man sieht das auch, dass hier der Schriftzug deutlich besser lesbar ist. Natürlich Bewegungsunschärfe, die ist selbstverständlich da, aber dieser Schriftzug ist besser lesbar als dieser, der ist deutlich verwaschener. Und wenn das schon die Kamera so wahrnimmt, dann ist das ja für unser Auge und unser Gehirn genau das Gleiche. Deswegen werden also die Übergangsbögen immer als sanfter wahrgenommen und einfach flüssiger im Fahrablauf als Kurven, die von einer Gerade in einen Kreisbogen übergehen. So viel also zu kleinen Autos und Kurven.
Vielleicht war die eine oder andere Sache dabei, die ein bisschen hilfreich war. Ich werde jetzt noch einige Videos mit und über diese kleinen Autos machen. Ich habe da einen riesen Spaß dabei. Vielleicht sehen wir uns bei dem einen oder anderen Video auch mal wieder. Bis dahin wünsche ich wie immer erstmal eine gute Zeit. Macht's gut. Natürlich ist die Lenkbewegung nicht gleich dem Lenkeinschlag. Man weiß ja, dass man am Lenkrad sehr viel weiter drehen muss und aber die Räder sich am Auto nicht deswegen 1,5 Mal rumdrehen. Computer sind blöd. Das hier habe ich mal nebenbei gemacht. Da war das genauso. Da hat jemand ziemlich oft am Lenkrad gedreht. Habe ich halt falsch programmiert.